For English, satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, heute eine grüne Wasseragame, Physignathus concincinus heißen die. Gab es früher immer als Wildfänge, wurden die importiert, in relativ großer Stückzahl, waren dann recht scheu, haben in der Terroristik, ich sage jetzt mal, Probleme gemacht oder waren gar nicht einfach zu halten, weil sie eben als Wildfang scheu waren. Die kamen mit der Terroristik nicht klar. Mittlerweile gibt es zum Glück wirklich tolle Nachzuchten von denen und als Nachzuchten sind die ja, fast das Gegenteil. Also da sind die recht ruhig, werden völlig zutraulich, haben keine Fluchtdistanz oder wenn man ins Terrarium hingeht, gewöhnen die sich schnell dran, haben da keine Angst und so weiter. Also da sind sie dann wirklich ein ganz tolles Terrarientier. Man kriegt sie gar nicht so oft als Nachzuchten, aber sie sind erhältlich als Nachzuchten. Also ich finde sie wirklich schön. Man braucht entsprechend Platz. Ne? Das ist ein Jungtier hier, ein paar Monate alt. Ausgewachsen werden die mit Schwanz 70, 80 cm circa. Also von dem her, man muss schon ein größeres oder ein großes tropisches Terrarium haben. Aber dann ist ein super schönes Terrarientier. Wir haben hier im Community-Tab auf der YouTube-Seite, beziehungsweise auch über die anderen Medien, Facebook, Insta und so weiter, haben wir aufgerufen, postet bitte eure Frag-Stefan-Fragen. Es kamen auch wieder an die 100 Fragen, die ihr uns geschickt habt. Finde ich toll, dass da immer so das Feedback kommt. Ne? Das ist ja innerhalb von einem halben Tag oder sowas, ne? Sind dann kommen da die ganzen Fragen von euch rein. Wirklich cool. Es sind wieder tolle Fragen dabei und die will ich euch, nicht die, leider nur ein paar davon, möchte ich euch heute beantworten. Die Lilu fragt, kauft ihr auch Nachzuchten von privaten Leuten oder Züchtern, die gerade begonnen haben, aber noch nicht offiziell angemeldet sind, weil sie noch viel zu klein sind, um sich anmelden zu müssen? Natürlich, wenn alles mit rechten Dingen zugeht und die Tiere okay sind. Ja, Lilu, klar, wir kaufen gerne von privat. Wir haben bei uns auf der Webseite extra so eine Ankaufrubrik, ne, da kannst du anklicken. Also wenn du bei Suche Ankauf zum Beispiel eingibst oder wenn du den Button auswählst, kannst du anklicken, kannst sagen, was du an Nachzuchten hast. Kriegen wir eine E-Mail, da steht dann, oder da musst du eben ausfüllen, was du hast, was du dir preislich vielleicht vorstellst. Ich würde sagen, wir kaufen wahrscheinlich fast Hälfte unserer Tiere von irgendwelchen privaten kleinen Züchtern. Ne, das ist ja auch ein Kreislauf. Ne? Ihr betreibt das Hobby, ihr macht es gut, ihr seid erfolgreich, ihr vermehrt eure Terrarientiere, was ja toll ist, ne? Auch aus artenschutzrechtlichen Gründen, aus Naturschutzgründen. Also ich finde es toll, wenn man die Terrarientiere vermehrt und deswegen, wir rufen ja dazu auf oder wir klären auf, wie ihr es macht, damit es funktioniert, damit die sich vermehren. Und wenn wir dann sagen würden, nee, wollen wir nicht, interessiert uns nicht, das wäre ja Quatsch. Also von dem her lieben gern, dürft ihr uns anbieten. Ich glaube, die wenigsten Züchter sind so groß, dass sie offiziell eine Zucht anmelden müssen. In der Regel gar nicht nötig im normalen Rahmen. Und klar, wie du schon schreibst, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, das muss es natürlich. Wenn die unter Artenschutz stehen, braucht man den entsprechenden Herkunftsnachweis. Ne? Ihr müsst die Tiere legal besitzen und dann könnt ihr einen Herkunftsnachweis ausstellen für die Tiere, die unter Artenschutz stehen. Und die müssen natürlich okay und gesund sein. Das setzen wir natürlich auch voraus oder das schauen wir uns an oder das klären wir dann. Und dann, wie gesagt, lieben gern einfach anbieten, am besten über die Homepage. Freue ich mich drauf. Thunderduck99 fragt, was ist das gefährlichste Tier, das du je gehalten hast? Thunderduck, ich könnte jetzt sagen, vielleicht meine Frau als Raubkatze oder meine Kinder oder was weiß ich, aber nein. Also bei uns hier so richtig gefährlich, weiß ich nicht, ist glaube ich fast gar nichts. Ich meine, ihr habt es in diversen Folgen gesehen, wir haben schon relativ große Krokodile da gehabt. Klar, wenn die beißen würden, da hätten wir eine ernsthafte Verletzung. Wir hatten auch mal eine Reptil-TV-Folge gemacht, einen recht großen Netzpython da mit sicherlich guten 6 Metern. Der ist dann
oder wenn da ein Unfall passieren würde, der wäre natürlich gefährlich. Da darf man sich nicht beißen lassen oder nicht allein sein mit dem Tier oder sowas. Ja, das ist so das Maximum an Gefährlichkeit, ne? Jeder, der uns länger kennt, weiß, dass wir keine Giftschlangen oder Gifttiere haben. Von dem her, das fällt alles aus. Also ich bin keiner, der sagt, ach, ich muss jetzt eine Kobra haben oder eine Klapperschlange, Hauptsache gefährlich. Das ist aus meiner Sicht totaler Quatsch. Und das ist auch was, wo ich gar nicht unterstützen würde und werde. Also von dem her, so abgesehen von etwas größeren Riesenschlangen und vielleicht Krokodilen, gibt es bei uns nicht allzu viel Gefährliches. Oder genau genommen gibt es gar nichts Gefährliches. Der Alex fragt, besitzt du ein Tier, das du niemals hergeben wirst? Ja, Alex, da ich ja eigentlich vom Handel lebe, ist das eine Frage, die mich ein bisschen trifft. Da würde ich natürlich gern sagen, ja, das gebe ich alles nicht her. Letztendlich tue ich fast alles verkaufen oder zum Kauf anbieten, ne? Natürlich, wir behalten uns Zuchttiere zurück, die wir in der Zucht brauchen, wo wir eben aus züchterischer Sicht das Tier aufbewahren. Ich glaube, was du jetzt meinst, ist eher, ob es ein Tier gibt, wo mein Herz so dran gewachsen ist, dass ich es nicht hergeben würde. Bei den Reptilien, klar, man hat doch eine emotionale Bindung. Es gibt schon mal, zum Beispiel den Nils, den weißen Varan, den ich mal hatte, der leider gestorben ist. Also da hing mein Herz völlig dran. Den wollte ich auch nicht hergeben. Ist dann jetzt auch schon wieder 2, 3 Jahre her, glaube ich, wo der gestorben ist. Das ist vielleicht mal so ein Ausnahmetier, ne? Oder mein Krokodil Charlie, den ich fast 30 Jahre hatte, den wollte ich auch nie hergeben. Im Moment unsere zweiköpfige Boa, die biete ich zwar zum Kauf an, aber der Preis ist relativ hoch. Ich weiß nicht, ob sich da heute oder morgen jemand meldet. Also da freue ich mich auch, wenn die noch lange bei uns bleibt. Wobei die, wie gesagt, wenn der Preis oder wenn sich ein Käufer findet, dann müssen wir die verkaufen, weil wir einfach auch, oder wir sind hier rund 20 Mitarbeiter, die alle am Monatsende ihr Geld wollen. Deswegen sind wir letztendlich doch auch gezwungen, so ziemlich alles zu verkaufen an Tieren, was wir da haben. Wie gesagt, klar, es gibt manchmal Tiere, da tut es einem echt ein bisschen weh. Gerade oder bei großen Echsen zum Beispiel ist manchmal so, oder bei Krokodilen oder so, wo man echt dran hängt. Nashornleguan hatte ich mal einen ganz tollen, wo ich auch wirklich mein Herz dran verloren hatte. Oder meine erste Schlange, die hatte ich auch nie verkauft, by the way. Die ist nach 25 Jahren oder so dann bei mir gestorben. Ja, das sind so die Punkte, die ich dazu sagen kann. Der Carsten Neu fragt, isst du deinen Döner komplett oder mit Sonderwünschen? Was ist dein größtes Laster? Wie viele Punkte in Flensburg hast du? Also das vom Carsten das geht jetzt dann mehr Richtung Private, diese Fragen, macht aber gar nichts. Ich fand sie auch witzig, also mit deinem Döner, da hast du es genau getroffen. Also ich bin leider einer von denen, wo jeder Kellner im Restaurant oder an der Dönerbude oder wo immer wahrscheinlich die Hände vor den Kopf schlägt und sagt, oh Gott, jetzt kommt der Brockhammer wieder mit seinen extra Wünschen. Hintergrund ist, ich bin oder war ziemlicher Allergiker. Ich bin allergisch auf Petersilie, Karotte, Tomate, Nüsse, kann und soll ich alles nicht essen. Also bei Tomate zum Beispiel, das ist gar nicht so einfach, geht mal zum Italiener und esst was ohne Tomate oder bestellt was ohne Sonderwünsche. Also von dem her, da kommen die Sonderwünsche, oder Petersilie ist auch sowas, geh irgendwo einen Fisch essen, ist fast immer Petersilie dran. Also wie gesagt, der Kellner, der schlägt die Hände über den Kopf zusammen, wenn ich komme, weil ich mit meinen ganzen Extrawürsten da bin. Deine zweite Frage war, mein größtes Laster oder eines meiner Laster. Ja, weiß nicht, ob man das. Also ich habe auch ein Auto-Favel, habe ich ja auch in der Folge schon mal gezeigt. Ich neige zu schönen Autos, die
dann zum Teil auch relativ viel Sprit brauchen, beziehungsweise jetzt habe ich ein E-Auto, dann ist zumindest das mit dem Sprit nicht mehr ganz so gravierend, die dann auch zum Teil relativ teuer sind, was man ja auch als Laster bezeichnen könnte. Ne? Was muss man viel Geld für ein Auto ausgeben, das ist doch nur Mittel zum Zweck. Aber ich bin schon wegen so ein Autofreak, habe ich Spaß dran und das ist vielleicht wegen ein Laster von mir, dass ich da vielleicht zu viel Geld ausgebe und ob das so also einerseits umweltfreundlich, ne? Ich habe schon Autos gefahren, die recht viel Sprit gebraucht haben, beziehungsweise bei E-Autos ist ja auch umstritten, wie umweltfreundlich, umweltschädlich ist das. Also das würde ich, glaube ich, so als eins meiner dicken Laster bezeichnen. Und deine letzte Frage, jetzt muss ich gerade noch mal überlegen, was war denn deine letzte Frage? Jetzt muss ich kurz spiegeln. Ach so, genau, die Punkte in Flensburg, da hätte ich gleich drauf kommen können. Genau, da sind wir wieder beim Punkt 2, Autofreak und Flensburg-Punkte. Also das habe ich einige, beziehungsweise jetzt gab es ja diesen Punktewechsel, ne, da hat man ja umgerechnet, jetzt gibt es glaube ich nur noch 8 Punkte oder was. Ich glaube, da war ich jetzt eine Zeit lang gut, jetzt letztendlich bin ich mit 140 durch die 100 oder sowas. Da kamen wieder 1, 2 Punkte dazu. Ja, ich müsste mal nachfragen, wie viel das es sind, aber ich bin auf jeden Fall nicht jemand, der sagen kann, ich habe 0 Punkte, leider nein. Und dann sind wir auch gleich beim Punkt 2 und 3 mit Laster, das verbindet sich in dem Fall ein bisschen. Der Yannick Huber fragt, könntest du dir vorstellen, auch leicht giftige Schlangen in deinem Geschäft zu halten? Unter besonderen Bedingungen natürlich, also Schlangen, die nicht gefährlich für den Menschen sind, aber dennoch ihre Beute mit Gift töten. Du musst sie ja nicht zum Verkauf anbieten. Das hat bestimmt auch einen gewissen Reiz. Ja, Yannick, da sind wir eben beim Punkt, den wir eingangs schon ein bisschen hatten. Ich bin an sich gar kein Freund so von Giftschlangenhaltung. Ich möchte es auch nicht verteufeln. Es gibt Terrarianer, die haben Giftschlangen, was auch absolut okay ist. Die haben Jahre bzw. eigentlich jahrzehntelange Erfahrung und können damit umgehen. Da akzeptiere ich das völlig und respektiere ich das. Aber für mich im Geschäft, Giftschlangen ist ein absolutes No-Go. Ich kann nicht hier an Gott und die Welt Giftschlangen verkaufen. Ich selber brauche auch keine. Es gibt so coole ungiftige. Und was du schreibst, leicht giftige Schlangen, es gibt keine leicht giftigen Schlangen. Es gibt ungiftige und es gibt Giftschlangen. Es gibt so Arten, da sagt man, naja, die sind nicht so schlimm. Nur mal ein Beispiel, ein guter Bekannter von mir hatte früher Kupferköpfe, ne, Agistrodon contortrix. Da sagt man, naja, die haben kein so ein starkes Gift, die sind irgendwie eine Kreuz oder ein bisschen mehr. Der wurde ins Bein gebissen, durch einen Beutel durch einen Schlangenbeutel, hat ihn der Kupferkopf ins Bein gebissen. Zum einen war er recht lang im Krankenhaus, über eine Woche, hatte Schmerzen wie verrückt, hat hinterher alles an Gift verkauft, hat gesagt, nee, so einen Scheiß tue ich mir nie mehr an, weil er das auch, also in Anführungsstrichen, unterschätzt hat. Ne? Auch eine nicht so stark giftige Schlange ist trotzdem ein giftiges Tier. Ein Biss ist wirklich ein ganz ernsthafter Unfall, den man nicht unterschätzen darf. Also ich glaube, so unterscheiden, naja, ist nicht so giftig. Oder wenn jetzt zum Beispiel die Gefahr für andere, wenn Kinder im Haushalt sind oder Kinder in der Nähe sind, ne, wird ein kleines Kind gebissen. Könnte ich das nächste Beispiel bringen, auch ein Bekannter von mir, ein Terrarianer, dem sein Kind ist... Jetzt weiß ich gar nicht, was es war. Ich glaube, Trimeresurus kann es gewesen sein. Ist in den Arm gebissen worden, hat einen dicken Arm gekriegt, musste Ausgleichsschnitte gemacht kriegen. Ne? Der hat jetzt da die Narben von dem Biss. Das war ein ganz blöder Zufall, wie das passiert ist. Also konnte man dem Vater auch absolut oder den Eltern keinen Vorwurf machen in dem Sinne. Also sowas meiner Meinung nach hat bei mir nichts verloren und in 98% der Haushalten hat es auch nichts verloren. Der Lucky Blue fragt, kennen Sie eine Methode, by the way, du kannst auch du zu mir sagen, ich sage auch du zu dir, eine Methode, wie man ein Terrarium effektiv auch im Sommer auf ca. 20 bis 28 am Tag und ca. 12 bis 17 Grad in der Nacht abkühlen kann, ohne vom Strom abhängig zu sein. Zum Beispiel für Japulara splendida. Also Lucky Blue, nehmen wir mal den ersten Teil deiner Frage. Wie man im Sommer das Terrarium runterkühlen kann. Kann man in der Wohnung fast gar nicht. Um das runterzukühlen, müsste man ja ein Kühlaggregat haben.
Es gibt auch so Kühlaggregate, in jedem Kühlschrank ist sowas drin, aber wie kriegst du das ins Terrarium rein? Das ist echt eine schwierige bis fast nicht machbare Sache, ne? Da kommen wir nämlich gleich zu deiner Frage 2, das Ganze ohne Strom. Also das kannst du natürlich ganz vergessen. Um das runterzukühlen, musst du Energie investieren, weil wie willst du es runterkühlen? Du kannst, die einfachste Idee wäre ja, man nimmt einen Lüfter, ne, oder wie man in der Wohnung einen Ventilator nimmt, wenn es einem heiß wird. Aber der Ventilator kühlt ja nicht, der macht lediglich Wind, dann kommt es dir ein kühler vor. Ne? Wenn du einen 30 Grad warmen Raum hast und einen Ventilator da drin laufen lässt, dann bläst er einfach die 30 Grad, macht ein wenig Wind rein und dann sind gefühlt die 30 Grad ein bisschen kühler. Aber die 30 Grad bleiben die 30 Grad, egal ob die sich bewegen oder stillstehen. So ist es im Terrarium auch. Also wenn deine Wohnung, wenn du jetzt zum Beispiel eine Dachwohnung hast und in der Dachwohnung hat es 28 Grad im Sommer, dann hast du in dem Terrarium die 28 Grad, da kannst du machen, was du willst, ohne Strom schon gar nicht. Beziehungsweise was du machen kannst, du nimmst dein Terrarium, trägst es in den Keller runter, wenn du Glück hast, hast du einen kühlen Keller mit 18 Grad, das kannst du machen. Aber eine andere Methode, sei es mit Strom, weiß ich keine gute und ohne Strom weiß ich sicher, dass es keine gibt, kann ich dir nichts Tolles dazu raten. Das waren jetzt ein paar wenige Fragen. Wie gesagt, ihr habt ganz viele gestellt. Ich kann nicht alle beantworten. Gern können wir unten drunter noch ein paar Sachen diskutieren. Ihr könnt unten Dinge vielleicht nur posten. Wenn ich dazu komme, kann ich es beantworten. Es gibt vielleicht fachliche Fragen. Die Community tut ja immer toll untereinander gegenseitig Sachen beantworten. Ein erfahrener Terrarianer kann einem Anfänger auch eine Frage beantworten. Das ist auch immer toll. Das nimmt mir dann die Arbeit ein bisschen ab. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, wenn die Fragen interessant waren, wenn wir so eine Frag-Stefan-Folge mal wieder machen wollen. Abonniert unseren Channel, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Jeden Freitag kommt die neue Folge, macht die Glocke an, dann bingt es auf, wenn die neue Folge da ist. Dann könnt ihr uns permanent begleiten, verfolgen und an unserem Terraristik-Leben teilhaben. Bis dann, bleibt mir treu und checkt my balls.